Climate change and the increasing demand for energy require huge infrastructure projects, from the generation of renewable energy to its distribution in densely populated areas. Such complex large-scale projects, which can only be implemented in cooperation with a wide variety of specialists, confront politicians, authorities, and companies with a mammoth task. Large dams are no longer built all that often in Switzerland. The dam on the Grimsel is one of those few. It will replace the existing 90-year-old dam. Located at nearly 2,000 meters above sea level, the construction season for this project is short. In the winter months, meticulous planning is carried out. This is how the gravel and concrete for the dam wall are produced on site. This enables continuous construction production without long transport routes. Das Projekt ist spannend über die gesamte Bauzeit mit den verschiedenen Bauphasen, die wir hier haben. Wir haben Installationsarbeiten, Felsabtragsarbeiten, dann der Bau der Staumauer, der Betonbau. Dazu kommen Untertagbauten und in der Schlussphase auch noch die Aktionsarbeiten an der Staumauer. Der Ersatz dieser bestehenden Mauer durch eine neue Bogenstaumauer ist ein komplexes Projekt. Dank dem großen Einsatz und Herzblut der Beteiligten kann das Projekt termingerecht realisiert werden und die hohen Anforderungen an die Qualität können erfüllt werden. Hamburg is also building its energy infrastructure. In the future, a decentralized heating network will be using climate-neutral waste heat from various sources. The waste heat is generated in a waste recycling plant, a sewage treatment plant, and in other industrial operations south of the Elbe River, among other places. To reach consumers north of the river, Implenia is building a tunnel under the Elbe. Wir sind beauftragt mit den Startschacht, mit der Bohrungen und letzten Endes auch mit der Infrastruktur. Besondere Herausforderung in diesem Projekt ist zum einen sicherlich die Geologie. Wir befinden uns hier in eiszeitlichen Ablagerungen, die für einen Tunnelvortrieb grundsätzlich große Herausforderungen darstellen. Wir bringen ja alle Disziplinen zusammen auf dieser Baustelle. Das heißt, wir haben ja nicht nur den Tunnelbau, sondern wir haben Spezialtiefbau und Ingenieurbau. Und nur wenn das gesamte Team vernünftig wie ein Getriebe einrädchen ineinander greift, werden wir hier auch erfolgreich sein. Ja, es gab eine große EU-Ausschreibung hierfür mit hohen Anforderungen an den Bieter. Und in diesem wettbewerbsstarken Umfeld hat Implenia am Ende gewonnen. Der Tunnelbau ist geprägt durch Hindernisse. Oftmals kommt es anders, als man denkt. Dafür ist eine offene Kommunikation notwendig. Die pflegen wir hier mit Implenia, partnerschaftlich das Ganze entsprechend voranzubringen.